So, Mahlzeit, Freunde. Unser zauberhafter Krieg gegen 126 ist vorbei. Man muss leider zugeben, war etwas bockig und habe deswegen die letzten 2 Tage gebraucht, um mir mal kurz den Sand aus der Muschi zu kloppen, damit es weitergeht. Konnte tatsächlich relativ wenig im Krieg aufnehmen. Jetzt lag jetzt nicht daran, dass nicht hier immer die Fechte vorliegen hätten. Aber leider war das so super hektisch. Hat sich am Anfang schon gezeigt. Sinnlos. Hätte auch nur dazu geführt, dass ich aufnehmen kann, wie wir mehr oder weniger abgeschlachtet wurden. Hier diese 202 zu 177, das Ergebnis täuscht ein bisschen. Ich habe, lass mich mal kurz überlegen, also vom Start vom Krieg bis ungefähr um 2, vielleicht um 3 in der Nacht, habe ich mitgemacht. Und danach war ich platt. Also platt in Form von müde, musste man ins Bett. Und da waren wir hier deutlich zweistellig oder einstellig, so ja schon. War grausam. Gehen wir mal kurz durch die zauberhaften Zahlen hier durch. Wie ihr seht, sind die Schadensmodelle unfassbar hier. 2,1 Milliarden habe ich vorher noch nie gesehen. Das muss ich aber erst ergeben haben, nachdem ich schon im Bettchen war. Und wie ihr seht, habe ich auch das erste Mal die 70 Millionen geknackt. Und diese eine Kiste, die dafür gibt, die ist, glaube ich, bei einer absolute Frechheit. Wenn man sich überlegt, für den Platz davor gibt es, also für 30 Millionen kriegst du noch 20.000 Massekuben. Und für 70 Millionen kriegst du eine von diesen Waffenkisten. Das ist absolut lächerlich. Ja, es wurde wirklich, wirklich viel zerstört. Ich hoffe natürlich auf beiden Seiten. Ich kann es natürlich nur auf unserer Seite sehen. Was da für ein Feedback gab und wow. Mein Eindruck war, 126 war wie eine Hydra. Alles, was wir abgeschlagen haben, kam doppelt und dreifach zurück und zog sich durch alle Gefechte, die wir geführt haben, zumindest solange wie ich Teil davon war. Und ja, war, wie gesagt, sehr ungeil, hat wenig Spaß gemacht, sehr frustrierend. Zumindest solange wie wir, nicht wie wir, solange wie ich Teil davon war. Ich hatte natürlich, ich hatte am Anfang Pech. Durch einen Disconnect in der Schlacht habe ich gleich mal 4 Flotten eingedampft. Da war ich dann also 300 von meinen Dretts gleich mal los. Und nebenbei, das waren hier die kleinen Schlachten. Und so sahen für mich, sahen so also alle Schlachten aus. Ja, macht er nicht. Schwamm drüber. Das wäre dann für uns die nächste gewesen. Also das war unfassbar. Wirklich wahr. Ja, dann an welcher Ecke wir gematcht haben. Naja, gut, mal davon abgesehen, dass wir hier eine Flotte abgefangen haben. Am Ende spielt es ja auch keine Rolle. Auf jeden Fall, um dort mal lange kurz zu machen. Wir haben das Ding verloren. Das lag jetzt nicht nur daran, dass es auch verbuggt war in diesem Spiel.
Also die Lecks, die diesmal drin waren, die waren unfassbar. Also wie lange die dauert hat, zum Teil ein Schild hochzukriegen. Mann. Wir haben einige Stationen, die wir deswegen verloren haben, die abgeraucht sind, auf Null gesetzt wurden. Grausam, sage ich dazu nur. Grausam. Ja, das führt natürlich dann am Ende dazu, dass ich habe zwar noch irgendwas zum Spielen, aber ich musste jetzt natürlich schon die Krakenschiffe rausholen, damit ich überhaupt nur irgendwas kaputt machen kann. Und habe damit noch Glück, dass ich überhaupt noch was zum Spielen habe. Sonst wäre es nämlich noch unangenehmer. Und jetzt muss ich erstmal wieder die Flotten aufbauen. Und mein Plan, jetzt ein paar Poseidon-Schiffe zu bauen, um das Dock ein bisschen zu bestücken, neu zu bestücken. Na, der ist natürlich erstmal entspannt in den Hintergrund gerutscht. Weil leider ist nicht mehr viel da. Alles nur noch ihr Krösel, ja, was halt so steht. Na, sage mal, was ist denn hier los? Was soll denn der Krach hier? Ja, das reicht nicht mehr für die ganze Flotte. Nichts davon reicht mehr für die ganze Flotte. Also habe ich jetzt angefangen wieder anzuschmeißen, erstmal wieder Dretz zu bauen. Und derweil muss ich halt mit der Waljagd erstmal die Kuben hier ein bisschen pushen, damit er auch nicht abreißt. Ja, das war also der zauberhafte Galaxiekrieg. Praktischerweise haben wir natürlich jetzt dieses Wahl-Event vor der Brust und wenig überraschend, wenn so viel Krach gegangen ist, dann wirst du von uns hier wenig Leute finden, die hier weit oben sind. Alle müssen sich jetzt erstmal ein bisschen die Wunden lecken und drüber nachdenken, ob sie weitermachen oder nicht. Ja, war super schwierig. Das sage ich ganz ehrlich. Ansonsten bin ich hier fast auf Max angekommen. Bei 32 und 35. Als nächstes schieben wir dann mal die 39 auf 40. Gebt dann nochmal einen ordentlichen Schub. Und dann muss ich mal irgendwas mit diesem Rückzugszeug hier machen. Also was diesmal an Rückzugsverlusten war, das war nicht mehr feierlich. Und auch völlig unverständlich, warum das bei jedem Rückzug so eine krassen Verluste ihr habt. Also neben der Tatsache, dass ich dann halt 4 Flotten angesetzt habe, hat der Rückzug jedes Mal wirklich ordentlich gekostet und das war einfach scheiße. Also muss ich meine ganze zauberhafte Planung wohl doch nochmal ein bisschen verändern und mal sehen, wie es dann weitergeht. Ja, also sind wir aktuell irgendwie bei uns alle dabei, den Wiederaufbau zu betreiben und nebenbei ein paar Wale wegzuhauen, in der Hoffnung, zumindest für mich, dass wir ein paar Massekuben abgreifen. Und ja, dann im nächsten Krieg besser vorbereitet sind. Ob und wie sich jetzt noch das ein oder andere auf unserer Karte ändert, das werden wir mal noch sehen. Weil wir wurden einfach überrannt. Ich weiß jetzt noch nicht so richtig, ob eine bessere Kartenstruktur, also hier die Map, was ändert. Und wenn es was ändert, wie es was ändert. Weil was nun relativ auffällig war, also 126 war zumindest mal stark genug, uns parallel andere Ecken anzugreifen. Ein bisschen was haben sie ja noch.
Und die 3 Angriffe waren auch jeweils erfolgreich. Also waren sie kräftig genug, uns dort wirklich amtlich abzuziehen. Und ja, wir hatten nicht viel, wir hatten schon was, also andersrum gesprochen. Mal sagen, also wir haben die ganze Zeit gekämpft. Also aufgeben ist ja sowieso keine Option. Also wir haben die ganze Zeit versucht, was in unserer Macht stand, die ganze Sache aufzuhalten, umzubiegen, in Ordnung zu bringen, zu kippen. Aber solange wie ich dabei war, war es schlicht aussichtslos. Ein bisschen was hat sich wohl dann noch geändert. Sieht man ja an den Schäden, die dann noch verursacht wurden. Die waren also nicht so hoch zum Zeitpunkt, wo ich mal kurz eine Pause gemacht habe. Wir hätten natürlich meinem Gefühl, dass wir total unterlegen sind, sicherlich auch noch ein bisschen Dämpfer verpasst und ich wäre mit einem besseren Gefühl aus diesem Krieg rausgegangen. So war es aber zu dem Zeitpunkt eben nicht, als ich raus war. Aber sei es drum. Ich habe Pläne, das heißt, wir schmeißen es nicht hin. Und war auf jeden Fall eine lehrreiche Veranstaltung, weil die Angriffe wurden immer schnell und effizient durchgeführt. Also jetzt kann hier keiner sagen, wir wurden hier abgezogen, weil das Spiel verbuggt ist. Das war auch ein Problem, aber das war nicht das Problem, dass wir den Krieg verloren haben. Vielmehr haben sie die ganze Kiste sehr gut vorgetragen und unsere Reaktion darauf war offensichtlich nicht gut genug, um das aufzuhalten. Und sie haben sehr, sehr starke Spieler, sehr, sehr starke Spieler, sodass wir in den Gefechten stets unterlegen waren. 1:2 oder 1:3, sowohl an Stationen als auch an Feuerkraft. Und dann ist es natürlich super schwierig, dagegen zu halten. Und wann das die neu kippt, ist, weiß ich nicht, vielleicht nachts um 5 oder nachts um 6. Aber irgendwann muss ich dann auch mal schlafen und oder will auch mal schlafen und dann ist es dann doch nur ein Spiel. Und ja, soweit also unser Krieg, die Zusammenfassung. Und der Vorteil dabei ist, meine Energieprobleme und meine Mineralienprobleme haben sich relativ zügig gelöst. Habe ich jetzt nicht mehr. Und ansonsten, wenn wir uns mal kurz so die Reparaturspeeder angucken, ist nicht mehr viel übrig. Ist nicht mehr viel übrig. Muss ich alle jetzt wieder aufstocken? Wir haben viel verbraucht. Ich habe viel verbraucht. Arbeit war am Ende, was wäre wohl eine sinnvolle Lehre daraus? Wir haben so lange Ying gehalten, wie Ying. Vielleicht. Keine Ahnung. Ja, mir gibt's erstmal dazu nichts zu sagen. Ist auch vielleicht schon zu viel gesagt. Ja, und wie gesagt, die Gefechte, die ich hätte aufnehmen können, ich war an vielen beteiligt, die wir verloren haben. Und wäre einfach nur gewesen, wir fahren hin und kämpfen und werden abgeschlagen. Abgeschlagen, abgeschlagen, abgeschlagen auf eigenem Territorium. Immer wieder und immer wieder. Unfassbar. Und das, was besiegt wurde, in Anführungsstrichen, wurde einfach immer wieder nachgeschoben und mehr nachgeschoben und mehr nachgeschoben. Das war beeindruckend, kann man es auch nennen. Es war beeindruckend. Nichtsdestotrotz werden wir 126 bestimmt irgendwann wieder treffen in irgendeinem Krieg. Und ich hoffe, wir sind da ein bisschen vorbereitet. Oder wir sind dann nicht so chancenlos. Die
Veränderungen, die wir jetzt hoffentlich durchziehen, werden einiges verbessern, verändern zu unseren Gunsten. Oder wir werden eine massiv ausgefinkelte Taktik haben. Ähm, Wir werden sehen. Gibt noch irgendwas zauberhaft zu sagen? Ich grübel kurz. Ne. In diesem Sinne, macht's mal schicki.